herzlich willkommen heißen zum Rollout des G19E. Wir haben eben die letzten Tage oder Wochen, Monate damit verbracht, unser neues Auto auf die Beine zu stellen, was man da drüben sieht. Und jetzt geht es eben darum, mal so ein bisschen zu zeigen, was wir gemacht haben. Viele Sachen sieht man auch jetzt nicht sofort am Auto, wie zum Beispiel muss es in dem Auto 2 Überrollbügel geben. Den hinteren, der ist eigentlich ziemlich auffällig, den sieht man, das ist ein Stahlrohr, was verschiedene Abstützungen hat und die müssen natürlich alle zusammengeschweißt werden. An dem Überrollbügel ist auch unser Heckflügel montiert, der auch dran geschweißt ist. Und den zweiten Überrollbügel sieht man nicht, weil der im Monocoque integriert ist. Aber der besteht aus Aluminium und der muss dann eben mit einem anderen Schweißverfahren wieder mit einem anderen Schweißgerät zusammengeschweißt werden. Dann natürlich unser Akkugehäuse, was komplett aus Aluminiumplatten besteht, unser Invertergehäuse und auch Dinge, die jetzt nicht sofort zum Auto gehören, sondern man braucht auf den Events eine sogenannte Pushbar. Das ist eine lange Stange, die man hinten im Auto irgendwie befestigen muss, damit man das Auto übers Eventgelände bewegen darf. Man darf es nämlich nicht von der Hand schieben, sondern immer nur mit dieser Stange und die muss eben auch zusammengeschweißt werden. Wir haben insgesamt 3 verschiedene Schweißgeräte. Wir können Micmac schweißen, wir können Wick schweißen, wir können auch Elektroden schweißen. Also eigentlich alles, was wir so brauchen. Materialien haben wir auch alle da. Wir haben Gas, wir haben Schweißdraht. Also dementsprechend kann man sich absolut nicht beschweren. Wir leben, wenn es ums Schweißen geht, im Paradies. Ja, für uns ist das Projekt noch lange nicht abgeschlossen. Wir haben das Auto jetzt gebaut. Aber es muss natürlich noch getestet werden und ganz zum Schluss stehen natürlich die Events an. Das heißt, beim Testen geht es jetzt erstmal darum, alle Fehler, die auftreten, auszubügeln, nachzubessern und alles aus dem Auto rauszuholen und auf den Events dann gucken, wie man so abgeschnitten hat, auch die ganzen statischen Disziplinen hinter uns zu bringen und dann danach wäre das nächste Projekt eben der G20, der darauf folgt.